Jetzt wollen wir aber mal sehen, wo der Bartels den Most holt. Hm? Oh nee, du Sau! Anfänger! Mist! Aha! Der Vorsprung... Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Motorradtourenfahrer. Wir schreiben heute den 3. Oktober 2025 und wir sind jetzt kurz nach 9 Uhr in Kötschach bei 5 Grad Außentemperatur gestartet das Trautal entlang. Wir fahren jetzt auch zuerst über den Nassfeldpass bis nach Pontebba und unser heutiges Ziel, die slowenische Grenzkammstraße, die wirklich ganz wenige nur kennen und der eine oder andere auch schon gefahren hat, kann man wirklich als Geheimtipp verstehen. Pässe, die jetzt kommen, die beschreibe ich euch im Video. Die Fahrt über den Nassfeldpass habe ich natürlich ziemlich zusammengefasst geschnitten, weil das war gestern schon dran, also bei dem Video Tag 2. Aber ich wünsche euch jetzt heute auch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr werdet wieder unglaubliche Landschaften sehen und könnt ihr selber mal nachfahren. Daumen nach oben wäre super. Abonnement des Kanals natürlich noch besser. Also viel Spaß beim Zuschauen. Links abbiegen in die Nassfeld-Bundesstraße. Jetzt fahren wir über die Sella Ceresciatis, 1072 Meter hoch, immer am Bachlauf entlang. Sehr schön zu fahren, wirklich Kurven ohne Ende und das bei dem Kaiserwetter heute. Einfach super.
Ah, dann fahr ich anständig. Und wenn du willst, kannst du ja vorne und hinten bei mir mal fahren, bis deine Aufnahme, dass du drauf bist, dass du dich mal siehst auf anderen Moped. Ja. Da kannst du ohne Helm fahren, da siehst du es besser. Ich habe 3 Ehemänner überlebt und 4 Diäten. Raten Sie mal, was schwerer war. Ja, ihr seid schon recht mutig da. Bei 3 Grad da, dann passt er noch zur Heizen. Das war kein Schnee gelegen. Ja, es war kein Schnee gelegen, aber das ist schon eine Kiste, wo man denkt, na, alles ist noch nicht so warm, gell? Nee, aber man merkt es doch Und, manchmal. Hä? Das merkt man dann. Man merkt's doch, ja. Ich habe langsam mal probiert, die Kurve, aber der Grip war schon, habe ich gedacht, alles gut. Ja, alles gut, ne? Und da hat er sich Druck gesetzt. Ja, tut ein bisschen. Ja, okay. Also bin ich mal gespannt, wie das Schmuckstück läuft. Jetzt mal 30 Sekunden. Was soll dir warten, dass noch jemand kommt oder was? Mach dich, Wort mit dem Ding. Du blinkst da durch die Gegend, weißt du nicht, wo du hin willst. Und pass auf die Ende auf, gell? Ich auf die Ende, pass auf, Ende gut, alles gut, weißt du? Ja, also Turm, guck, die Propeller sind schon 2 ab, ne? Also der letzte, ich lass den dran. Faszinierend. So, jetzt sind wir in Moccio und fahren jetzt Richtung slowenische Grenzkammstraße. Also Moccio ist natürlich in Italien noch und wir werden jetzt irgendwann die Grenze zu Slowenien passieren. Wir sind jetzt also die SS13, die hervorragend ausgebaut ist, gefahren bis zur Abfahrt nach Resiuta zur SP42. Da geht es dann in das Val Resia bis nach San Giorgio und zur Sella Carnica, bevor wir dann die slowenische Grenze passieren. Eine ganz tolle Straße und wenig Verkehr, super zu fahren, wirklich super. Scene 1, Apple, take 2.
Und jetzt haben wir erreicht die 1086 Meter hohe Sella Karnica. Schon sehr slawisch angehaucht, das muss man ganz klar sagen. Landschaftlich eine wundervolle Straße durch dichte Wälder und oft sehr schöne Ausblicke. Man merkt, es geht Richtung Slowenien. Ja, die lenkt viel billiger ein. Der Lenkkopf ist zu fest, habe ich Ja, gesagt. denke ich schon. Aber locker 30 Minuten. Bei dir ist vorne die Gabel ist weicher und hinten hätte er als meine, ne? Ja. Aber hast du das ganz so, die Kupplung, dass die so weit vorne ist? Ja, hat der Jochen mir empfohlen. Ja, weil die nicht mehr so weit greifen. Also ich habe lieber, dass es weiter hinten ist. Obacht, hier sind Bären, gell? Wenn er schaut, dann in die Augen fixen. Also nicht schreien und nicht davon springen, ja? Wie war's? Top, super. Mach da auch noch ein Bild. Dreh dich einmal rum. Umdrehen, ja? Gute Idee, ja. Das war geil, oder? Das war Hauptsache, sie stehen da, wenn man sie braucht. Jetzt haben wir also die letzte Ortschaft im äußersten Osten Italiens passiert. Das war Uccia. Und jetzt nach 500 Meter circa fahren wir nach Slowenien ein.
Mal sehen, was uns dort erwartet. Der nächste Pass auf jeden Fall ist der Sedla Uccia. So, und jetzt sagen wir Dobros Dosli Slovenici. Für uns geht's weiter vom slowenischen Grenzübergang Serkofenreich bis nach Saga. Und dann wechseln wir auf die 203 nach Koparit. Kurvenmäßig soll es nicht weniger werden. Da freut sich doch das Motorradfahrerherz. Wir haben jetzt die 203 in Koparit kurz verlassen und fahren in die Stadtmitte, weil wir brauchen einen kleinen Espresso oder einen Cappuccino, damit die Lebensgeister wieder voll da sind. Also, bevor es dann auf die slowenische Höhenstraße geht, genießen wir jetzt vor Ort einen Kaffee bei tollstem Wetter und da kann man wirklich sitzen bleiben. Sehr schön. Den Kreisverkehr an der zweiten Von Koparit geht es weiter auf der 102 einige Kilometer bis zur Abzweigung Livec. Und kurz nach Livec beginnt dann auch schon die slowenische Grenzkammstraße. Ein ganz besonderes Erlebnis sollte auf uns warten. Schaut zu und freut euch mit uns. Sie sind am Ziel, 531 Koloben. Das Ziel liegt links. Die slowenische Grenzkammstraße bewegt sich also immer so um die 1200 Meter Höhe. Nach Livec
passieren wir jetzt nacheinander den Monte Nachrioi 1193 Meter, den Monte Piata Sima 1138 Meter und den Monte Hoglabuz 1114 Meter. Also da geht es wirklich schon ordentlich rauf und runter und die Aussichten seht ihr auf den Aufnahmen einfach super. Wir haben natürlich heute das Glück, dass wolkenloser Himmel ist und die Fernsicht enorm. Die slowenische Grenzkammstraße unterscheidet sich natürlich von ihren Pendants in den Westalpen, weil erstens ist sie durchgängig geteert und auch der Belag ist sehr gut. Und zum Zweiten fährt man natürlich nicht ganz so hoch wie in den See- oder Westalpen, aber diese Straße hat was. Ich kann nur empfehlen für alle, die mal hier runterkommen, fahrt die nach. Diese Aussichten bei schönem Wetter einfach irre.
Wir fahren jetzt diese 25 Kilometer auf der Höhenstraße, immer wechselnd auf slowenischem oder italienischem Gebiet bis nach Prepotto. Und dann geht es weiter Richtung Udine. Und das fast alles wie auf Sardinien. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Der reinste Tanz mit dem Motorrad. Jetzt haben wir die slowenische Grenzkammstraße verlassen und fahren jetzt wieder Richtung Italien nach Cividale del Friuli, einer bedeutenden Stadt im Friuli. Wir haben hier jetzt auch, das seht ihr auf den Bildern, links und rechts der Straße viele Weinberge, also es muss wohl ein richtiges Weingebiet hier sein. Und jetzt um 14 Uhr kommt uns doch glatt so ein richtig italienisches Lokal entgegengeflogen. Wir konnten nicht verkneifen, da kurz zu halten und eine Kleinigkeit zu essen und auch den frisch produzierten Wein zu versuchen. Also, das war wirklich eine weise Entscheidung, dass wir da noch was gegessen haben, denn jetzt sollte was auf uns warten. Ein kleines Abenteuer, muss man wirklich sagen. Wir fahren jetzt weiter nach Magredis und nehmen dann die SR 356 Richtung Artemis. Und dann geht es für uns auf den Passo di Monte Croce. Und was dann kommen sollte, das seht ihr dann gleich. Also, wir haben ja bereits gut gespeist und die Motorräder sollen jetzt auch noch was bekommen, damit es uns auf jeden Fall zurückreicht nach Kötschach. Hier noch eine kleine Statistik, die über kurvenheld.de aufgezeichnet wurde. Und zwar bis Nimis 234 Kilometer, 705 Kurven sind wir gefahren, da kommen also jetzt auch noch eine Menge dazu. Wir sind 1533 Meter hochgefahren und 97 Meter runtergefahren. Ob das auch alles stimmt, weiß ich nicht, aber ja, es ist mal ganz interessant, so eine Statistik zu haben. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt dürft ihr auf was gespannt sein. Rechts abbiegen in die Straße Via Lumineville.
Ups, kann das sein? Also, so wie die Straße aussieht, da müsste mal ein Gärtner eingreifen. Da ist bestimmt die letzten 3 Jahre kein Auto mehr hochgefahren. Aber sehen wir mal, wie weit das geht. Kilometern scharf links abbiegen in die Straße Klotz. Da denkt auch, kommen die her durch. Ja, sage mal, das war mal eine Auffahrt hier. Also, da war der Bauhof der Gemeinde schon lange nicht mehr unterwegs. Mein lieber Freund, da hingen die Äste rein. Da musst du immer aufpassen, wohin fährst. Irre Straße, wirklich, echt irre. Und weiter geht's zu einem weiteren Highlight heute. Zur Festung Monte Bernardia, einem Lost Place, wie man heute bezeichnen würde. 1910 erbaut als Verteidigungssystem des Tagliamento. Sehr gut erhaltene Anlage und von den Ereignissen der großen Kriege praktisch nicht betroffen. Ein sehr schönes Gebäude mit einer herrlichen Aussicht auf die Frioler Tiefebene und die Gipfel der Julischen Alpen. Fahrt mit und ihr seht, was ich meine. Toll, einfach toll. Faszinierend. Junge, ja, so, da unten die Straße, da sind auch schon 5 Autos weggefahren, du. Oder? Der Bauer, der hat jetzt einmal. Ich sag doch, da ist die letzten 5 Jahre nicht mehr gelaufen oder gefahren. So, und jetzt stehst du hier oben und die Karre läuft nicht mehr. Und dann brauchst du einen Pannenservice. Der freut sich. Nee, der kommt nicht hier hoch. Kannst du runterschmeißen.
Abfahrt vom Fort Monte Bernardino. Extra für uns ein neuer Belag. Zwar voll mit Laub und Blätter, aber trotzdem ein neuer Belag und das hat uns doch sehr gefreut. Und jetzt fahren wir weiterhin auf so kleinen Straßen bis nach Gemona de Friuli, einer weiteren größeren Stadt im Friaul. Das mit den gesperrten Straßen, das hatten wir ja gestern an dem Tag auch schon, habe ich auch im Video euch gezeigt. Also die haben hier doch eine sehr schwere Wetterlage gehabt, wo es viele Bergstraßen einfach weggespült hat. Wir fahren jetzt nicht diese kleine Bergstraßen, sondern fahren jetzt runter nach Tarsendo, dann weiter nach Gemona del Friuli und dann nach Moggio, bevor wir wieder Richtung Sella Ceresciatis abbiegen. Das ist jetzt natürlich der Punkt, den man in den Bergen immer hat auf diesen kleinen Straßen. Wenn da also was gesperrt ist, dann ist die Umfahrung wirklich mächtig. Also war auch in diesem Fall so. Ich habe jetzt natürlich nachher, das ist dann ja der Vorteil, wenn man so ein Video hat, da kann man diese Straßenschilder mal genau gucken, wo man gefahren ist. Klar kann man jetzt sagen, haben denn die keine Karte dabei? Ja Leute, natürlich haben wir Karte dabei gehabt, aber das Thema ist natürlich, so wie die eine Straße gesperrt war, waren auch die anderen Straßen gesperrt, weil das war ein ganzes Tal, das da betroffen war. Und wir wollten ja eigentlich westlich weiterfahren und das war eben nicht möglich. So mussten wir erstmal nach Norden fahren und dann runter ins Tal. Also das hat uns bestimmt 40, 50 Kilometer gekostet, was das länger war. Aber in den Bergen ist es eben so, anders wie bei uns, weil das kannst du einfach nicht umfahren, weil es da keine Straßen gibt. Aber ja, es ist ja schön, wenn man so eine Tour macht, passiert auch sowas mal. Und jetzt geht's weiter Richtung Sella Ceresciatis. Jetzt sind wir also ganz brav diese SS13 bis Moggio gefahren und fahren jetzt wieder in unser bevorzugtes Valopa bzw. die Sella Ceresciatis. Da kennen wir uns ja schon aus. Die macht uns viel Freude zu fahren und dann geht es über den Nassfeldpass zurück nach Kötschach. The end is near. If you know the words, sing up. If you don't, shut up, it'll sound crap. The final curtain, my friend, I'll say it and state my case, on which I'm certain I live a life that's full. I've traveled each and every highway, come on, and more. Everybody. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do.
each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Und Heba und ich, das wird glaub nichts mehr in dem Leben. Wieder falsch gefahren, aber jetzt drehen wir nochmal um, egal, und dann geht's Richtung Nassfeldpass. When I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubts, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I loved, I laughed and cried. I had my share, my fill of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. 3,5 Kilometern links abbiegen auf die B90. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show I took the blow and did it my way. Jetzt haben wir kurz nach 18 Uhr und jetzt wird es auch Zeit, dass wir ins Hotel kommen. Zum einen haben wir Durst, zum anderen haben wir Hunger und zum dritten wird es jetzt richtig frisch draußen. Die Temperaturen nehmen jetzt wirklich schlagartig ab, aber das Wetter war natürlich heute toll. Wir sind um die 330 Kilometer gefahren und haben wirklich tolle Strecke erlebt. Also, das war jetzt super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Anschauen und wenn ihr jetzt noch einen Daumen nach oben macht oder gar ein Abonnement, dann bin ich wunschlos glücklich. Natürlich, ein Kommentar wäre natürlich auch super, dass alle sehen, dass sich die Mühen lohnen. Also, bis bald, euer Motorradtourer, der Uli. Tschüss! Hier noch kleine Anmerkungen zu dem Video. Erstens, die Kilometer, das waren nicht 330, laut Navi waren es 354, hängt mit der Umleitung zusammen. Zum Zweiten bitte ich die Aussprache der italienischen und slowenischen Straßen und Ortsnamen, die falsch waren, zu entschuldigen. Das weiß ich eben nicht besser. Und zum Dritten bitte ich auch unser hessisches und schwäbisches Gebabbel zu entschuldigen. Ja, so sind wir halt. Ja? Also, bis dann. Tschüss. Mom, this is your son singing. I love you. Thanks, everybody. Good night.